So, bei mir sind jetzt Hansi und André von Blind Guardian. Es gibt was zu feiern. Einiges, ja. Es gibt einiges zu feiern. Ja. Fangen wir mal mit der großen Feierei vom letzten Herbst noch an. Da ist nämlich nach über 20 Jahren Warten endlich euer Orchesteralbum erschienen, Legacy of the Darklands. Blind Guardian Twilight Orchestra, extra nochmal so eine kleine Umbenennung, damit man auch weiß, was Phase ist. Ne? Ja, wir hatten gedacht, wir stufen so ein bisschen von dem normalen Blind Guardian Repertoire ab, damit die Leute auch wissen, okay, hier passiert was anderes. Es ist tatsächlich, wie von uns mehrfach gesagt, auch dir schon erzählt, ein Album, auf dem es nur Orchester zu hören gibt, in Blind Guardian-Manier mit meiner Stimme. Die meisten Leute kennen es jetzt, gehe ich mal von aus. Und ja, wir haben uns dann sozusagen einen Kindheitstraum erfüllt. Stimmt, der geht ja auch schon fast so lang zurück. Da war ich allerdings. ganz klein. Was waren denn so die größten Schwierigkeiten bei der Umsetzung? Wie kamen diese über 20 Jahre zustande? Erstmal wahrscheinlich muss man ein Orchester finden. Man musste sich halt musikalisch viel drauf schaffen. Also wie man ein Orchester arrangiert, komponiert, wie man Spannung aufbaut, Dynamik reinbringt. Und Hansi musste, glaube ich, auch mit seinem Gesang ganz anders arbeiten als bei Heavy-Metal-Songs. Ihr habt ja gar keine klassische Notenausbildung in Nee, wir haben das eben alles Learning by Doing und brauchten natürlich auch viele Erfahrungswerte, die wir erstmal gesammelt haben. Wir haben natürlich auch ein sehr kompetentes Team um uns herum zusammengestellt, die uns geholfen haben bei der Ausarbeitung. Aber die Kompositionen sind schon, kann man sagen, Blind Guardian of Orchester. Also das ist wirklich aus uns rausgekommen in einer langen Entstehungsphase und wir haben das auch stetig weiterentwickelt. Hatten dann ja stellenweise auch schon Experimente in Blind Guardian gemacht im Heavy-Bereich, wo wir viel Orchester reingearbeitet haben, bei Songs, die sehr episch geworden sind. Und dann haben wir das eben versucht, eben auch rein instrumental auf die Beine zu stellen, dass die Songs eben auch ohne Metalband leben und funktionieren. Und ich finde, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ja, es ist ein Metal-Album ohne Metal-Gitarren. Genau. Tatsächlich. Metal ist tatsächlich nicht limitiert auf Heavy-Gitarren und Drums. Ich hätte wirklich vorher nicht gedacht, dass es geht, aber die Platte ist heavy, so im wahrsten Sinne. Und also ich glaube, hier, wenn Wagner noch unter uns wäre, der wird doch immer so richtig auf die Schulter klopfen. Danke. Sagen, gut, dass ihr das gemacht, Jungs. Danke. Da war natürlich unfassbar viel Arbeit verbunden mit diesem Projekt. Also eigentlich ist es erstaunlich, dass man, obwohl man ja regulär noch Platten veröffentlicht, überhaupt sowas machen kann, so ein Mammutding. Ihr habt es dann mit dem Orchester aus Prag gemacht, ne? War das schwierig, die für so ein Projekt zu begeistern und war das dann so organisch, dass die gesagt haben, können wir bringen? Wir haben das drauf? Nee, die haben sich da ein bisschen darauf spezialisiert schon. Wenn eine Metalband ein Orchester braucht, dann gehen die in der Regel nach Prag, weil die Jungs einfach im Ei haben mittlerweile. Das ist, glaube ich, auch ein Findungsprozess gewesen, war auch bei uns ein Findungsprozess. Wir haben einige Orchester ausprobiert, sind dann aber schlussendlich auch in Prag gelandet, weil die Jungs tatsächlich und Mädels tatsächlich die Besten sind. Es ist nur so, dass man jetzt nicht dahin fährt und ein ganzes Album mal an einem Mittag macht, sondern man muss die Sachen dementsprechend vorbereiten. Und es ist vor Ort dann auch so, dass die ein oder andere Sache, obwohl die ausnotiert ist, erklärt werden muss. Und da sind dann André und ich gefragt gewesen und mussten die Intensität erklären. Hatten aber super Hilfe mit Charlie Bauerfeind, Tommy Geiger und Matthias Ulmer. Wie war es denn für dich stimmlich? Also ich finde, das ist so jetzt das Meisterstück, also eine Bandbreite, die unfassbar ist. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch im Vorfeld nochmal zusätzliche Arbeit nötig war für dich, oder? Nicht unbedingt im Vorfeld, weil die Sachen sind ganz natürlich entstanden. Okay. Und André und ich haben praktisch mit Keyboard orchestriert. Und dann sind die Sachen vom Orchester etwas undynamischer. Als wir dann mit Orchester aufgenommen haben, da ist für mich dann die Zusatzaufgabe gekommen, auf dieses Orchester zu reagieren. Das heißt, ich hatte bestimmte Linien angelegt, die hatten schon eine gewisse Dynamik oder sogar eine gewisse Härte. Die musste ich zurückfahren. Und das war tatsächlich ein Findungsprozess und hat eine Zeit gedauert. Wir haben von fast allen Songs mehrere Aufnahmen gemacht, bis ich an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich die Nummer verstanden, wie die vom Orchester auch praktisch interpretiert worden ist. Und darauf aufbauend habe ich dann meine Sachen gemacht. Dann hat man also zu dir sowas gesagt wie, Hansi, du singst gerade das Orchester platt?
Ich war meistens Kriegt wahrscheinlich auch nicht jeder zu hören. Oder? aber ich war meistens derjenige, der gesagt hat, ich singe gerade das Orchesterblatt. Weil natürlich, wir hatten die Sachen so komponiert und ich hatte nichts falsch gemacht. Nur für mich hat es sich nicht gut angefühlt und dann musste ich ein bisschen umdenken. Hinter dem Album steckt ja ein größeres Konzept auch. Also es gibt Spoken-Word-Passagen, die habt ihr aber dann nicht in Prag aufgenommen. Nee, die haben wir in London gemacht. Wir haben mit den Leuten gearbeitet, die uns auch schon bei Nightfall in Middle-earth unter die Arme gegriffen haben. Das waren 2 schöne Tage. Es ist immer sehr interessant und spannend, Profis, also Schauspielern, bei der Arbeit zuzusehen, wie schnell die sich in so eine Rolle einfinden. Das ist Hammer. Und Geräusche habe ich gesehen, habt ihr so bei euch zu Hause im Prinzip ums Eck aufgenommen Genau. in Burglin. einer Burg, wo ihr oft wart wahrscheinlich, als ihr... Ja, genau. Ich Das bin ist da aufgewachsen, aufgewachsen und irgendwann hieß es, wir haben diese Szene mit Kepler, der auf einem Turm steht und da eine Wetterfront auf sich zukommen sieht und Wallenstein praktisch das Horoskop liest. Und dann haben wir an diese Burg gedacht, sind tatsächlich dann nach oben auf den Turm und oh Wunder, genau in dem Moment fing es halt eben an zu stürmen und wir konnten die Atmosphäre Ja. genauso genau. Wir konnten es genauso aufnehmen, wie wir wollten. Das Einzige, was wir nicht berechnet hatten, war, wir hatten praktisch relativ gute Technik dabei. Ungefähr 3 Kilometer davon entfernt fährt eine Autobahn. Und diese Autobahn hörst du natürlich. Ah ja, klar. Und wir mussten praktisch immer die Momente abwarten, wo dann mal gerade kein Auto da irgendwo lang gerauscht ist. Trotz des Sturmes konnte man die Autobahn hören. Das sind alles so Sachen, die hat man natürlich vorher nicht in der Form auf dem Schirm. Ne? Ja. Inhaltlich habt ihr mit Markus Heitz zusammengearbeitet, Genau. Fantasy-Autor. Mögt ihr den gern? Super. Super Markus ist ein super Typ. Und, Also als Autor jetzt, liest ihr denn viel? ja. Ich musste irgendwann auf jemanden zurückgreifen, dem ich vertrauen würde. Und ich mag seine Geschichten, ich mag die Art, wie er an ein Projekt rangeht. Und das hat sich auch bestätigt. Er war super flexibel, weil wir sind in dem Sinne eigentlich gar nicht flexibel. Wir haben praktisch diese Musik festgelegt und natürlich auch dann die thematische Ausrichtung. Und die konnte eigentlich auf keine direkte Geschichte reagieren, sondern die Geschichte musste auf die Musik reagieren. Okay. Ganz gut, dass er Blind Guardian mag, ne? Das war perfekt, ja. Manchmal kommt eben alles zusammen, was zusammengehört. Ja. Ich finde, das ist wirklich so die große Innovation, die ich und alle anderen sich davon erhofft haben. Also das ist jetzt schon so die neue Benchmark, wenn man Klassik mit Metal verbindet. Wie sind denn so die Reaktionen der Fans drauf gewesen, die ersten? Durchaus positiv. Also ich würde sogar sagen, stellenweise sehr euphorisch. Schön. Viele haben eben für sich selber auch festgestellt, die hätten da nicht mit gerechnet, dass sie außerhalb vom Metal eben was so gut finden können. Aber es ist halt auch diese Verbindung mit unserer Art, wie wir Songwriting betreiben. Es sind trotzdem unglaublich viele Blind Guardian Trademarks drin, Ja. die wir auch im normalen Songwriting haben. Und ich glaube, deswegen haben die Leute einen schnellen Zugang zu dem Album auch gefunden. Wir haben ja, obwohl es klassische Kompositionen sind, trotzdem versucht, Songstrukturen einfließen zu lassen. Mit einem wiedererkennbaren Chorus. Und das hilft natürlich ungemein, sich dann in so ein Album auch reinzuhören. Man muss sich trotzdem, finde ich, mit beschäftigen. Also ich finde es besser, wenn man es an einem Stück durchhört, dass es Ja, auch als unbedingt. Geschichte funktioniert mit den Lyrics. Und dass man sich wirklich darauf einlässt. Also dass man sich auch in dieser heutigen, schnelllebigen Zeit noch tatsächlich mit etwas beschäftigt, dann geht das Konzept voll auf und ja, die Leute genießen es. Also ich finde, es hat tatsächlich diesen Sprung geschafft von den Metal-Hörern in die Klassik rein. Hat super funktioniert. Man wird auch absolut belohnt, wenn man sich damit auseinandersetzt und beschäftigt. Für mich, also korrigiert mich da gerne, ich hatte phasenweise gar nicht so das Gefühl, dass das so ein One-Off-Ding ist, sondern in Teilen auch so eine gar nicht so unkonsequente Weiterentwicklung von Beyond the Red Mirror. Also ich habe da durchaus wieder Elemente erkannt. Ja, auf jeden Fall. Nur es ist eigentlich andersrum. Dieses Album geht ja zurück auf Nightfall in Middle-earth. Es sind die ersten beiden Songs auf dem Album, oder 2 Songs des Albums, so muss ich sagen, sind tatsächlich während der Nightfall in Middle-earth komponiert worden. Okay. Wir haben nur gefunden, dass die zu anders geklungen haben, damals schon. Und haben dann gesagt, okay, hier machen wir was Neues draus. Aber sagen wir mal, so ein bisschen so dieser Spirit, den wir damals hatten, der ist trotzdem weitergeführt worden bei allen Songs. Ja. Als wir dann Beyond the Red Mirror gemacht haben, waren wir an irgendeinem Punkt schon uns darüber im Klaren, dass als nächstes dieses Orchesteralbum kommen würde. Und wir haben eher
Beyond the Red Mirror schon ein bisschen in die Richtung getrimmt. Okay, ja, dann ist das ja alles total logisch. Wenn man sich die Platte so anhört, dann finde ich sehr, sehr auffällig, dass es nicht so seelenlos und steril ist, wie vieles, was Metal mit Klassik verbindet, sondern dass da so eine ganz große Wärme und so eine Nähe auch erzeugt wird. War das schwierig für euch? Im Mix schon. Ja? Im Mix und dann in der Umsetzung zum Schluss schon, weil du musst immer wieder in dich selbst gehen und sagen, okay, es ist ein Orchesteralbum, wir müssen dem Orchester Tribut zollen. Das heißt, diese ganzen Dynamikspielchen, die gerade durch Streaming im Metal halt eben auch en vogue geworden sind, die funktionieren dann nicht oder die funktionieren nur sehr begrenzt. Man muss dem Orchester die Möglichkeit geben zu atmen. Das heißt, du fährst auf der anderen Seite den gewohnten Hörstil, der heute halt eben so ein bisschen vorherrscht, den musst du zurückfahren. Du hast keine Chance. Und du wirst aber dadurch belohnt, dass du mehr organische Aufbauten hast und viel, viel mehr Dynamik. Ja, ich finde auch, dass wir von Anfang an beim Songwriting, es war sehr emotional. Also die Songs sind sehr emotional geworden, also schon bei den allerersten Kompositionen, die wir schon in den 90er Jahren dafür geschrieben haben. Und das haben wir auch bis zum Schluss beibehalten. Also man hat bestimmte Stimmungen, die sich durch den Song ziehen. Und ich finde, durch so ein Orchester werden die noch verstärkt. Also ein Orchester kann eben wirklich unglaublich emotional werden. Und also mich berührt das Album, obwohl ich das jetzt schon so oft gehört habe durch die Produktion. Ja. Aber mich erreicht das eben auch wirklich gefühlsmäßig sehr stark. Und das ist ja eigentlich auch das, was Musik machen soll. Und ich finde, das kriegt man mit einem Orchester sehr gut hin. Besteht denn die Chance, dass man das Ganze irgendwann mal live sieht, also ihr mit Orchester? Auf jeden Fall. Ja? Wir wollten es eigentlich im nächsten Jahr machen. Jetzt ist ja alles ein bisschen anders, als man es sich erhofft hätte. Und wir müssen wieder ein bisschen schieben, weil wir mit einem neuen Album jetzt tatsächlich dann auch wieder die Metal-Front beglücken müssen. Wollen. Und wollen. Klar. Wortklauber. Und das heißt, ich sehe diese Arbeit an dem Orchester eigentlich nicht vor 22, 23 jetzt. 23 eher, ja. Okay, also ein neues Album, da seid ihr gerade dran. In der Show hier bei Wacken Worldwide gab es ja schon einen neuen Song. Ja. Das heißt, wann kann man ungefähr damit rechnen, dass das rauskommt? Im nächsten Jahr. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt Gedanken darüber machen, wie wir diese Produktion zu Ende führen. Dieser Song, der jetzt gespielt worden ist, muss ja erstmal aufgenommen werden. Ja. Das heißt, diese Version ist praktisch die Uraufführung und die Uraufnahme gleichzeitig. Ich liebäugle mal so mit dem Ende 21 fürs Album. Okay, ja, dann ist es ja schon ein gutes Jahr später. Das ist ein gutes Jahr, genau. Ja. Wir fangen jetzt im August mit der Produktion an. Ich würde schätzen, weil wir ziemlich gut vorbereitet sind, dass wir Anfang 21 fertig sind, aber wir werden uns Zeit lassen. Freue mich schon sehr drauf. Ja. Bin so gespannt, wie das dann... Es wird spannend. Wir haben sehr viele coole Songs geschrieben. Ja. Wahnsinn, was ihr für Maschinen seid. Ne? Also ein Ding, also das ist ja alles wahnsinnig komplexes Arbeiten. Das bei ist euch immer. auch bei dem neuen Album so. Ja. Und da sind viele schnelle Stücke bei, aber auch einige sehr progressive, überraschende Sachen. Aha. Wir haben wieder neue Ideen. Ja, ein oder zwei. Sollte man nicht glauben, aber wir haben tatsächlich wieder komplett neue Songkonzepte an den Start gebracht. Das zeichnet euch ja auch aus. Es gab noch keine Platte, die keine neue Idee hatte. Ne? Insofern, alle da draußen sind gespannt, mich eingeschlossen. Und dann hoffe ich, dass wir uns... Erwartet Großes. Sehen wir uns dann spätestens Wacken 2022. Ja. An gewohnter Stelle, oder? Ja. Würde uns schon gefallen. Ein guter Plan. Mir auch. Lass den mal festhalten. Ja, oder? Vielen Dank. Ja, Danke dir auch. Altitude update next. Looks good. Roger. Roger 1202, we copy it. 700 feet, 21 down, 33 degrees.